Hallo Dorothea, ich freue mich sehr, dass du aus Zürich nach Frankfurt gekommen bist und dass wir uns zu der Frage, was bestimmt den Wert von Kunst, auseinandersetzen werden. Du bist freie Kuratorin, international tätig, hast verschiedene renommierte Institutionen geleitet, darunter in Zürich das Haus Konstruktiv, und warst anschließend in der Mobiliar für die Kunstabteilung tätig, die aber weit über die Kunstabteilung hinaus lief. Aufgrund der Schnittstelle zwischen den Verantwortungen gegenüber den Mitarbeitern des Unternehmens, der Erweiterung der Kunstsammlung und der öffentlichen Wirksamkeit muss die Frage nach dem Wert von Kunst für deine Tätigkeit zentral gewesen sein. Wie können wir uns das vorstellen? Ja, vielen Dank für die tolle Einführung. Wenn ich ganz kurz zurückblicke, also ich habe schon sehr früh angefangen, mich mit Fragen, schon während meinem Studium, mich mit Fragen der Transformation, der gesellschaftlichen Verantwortung, auch der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und auch die Frage, also inwieweit können eigentlich künstlerische Prozesse auch Unternehmen weiterentwickeln, wie können sie die Gesellschaft weiterentwickeln außerhalb dieses klassischen Kunstkontext, Institutionen. Und als die Anfrage von der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft kam, die notabene auch noch eine Genossenschaft ist, eine ganz neue Abteilung aufzubauen für Gesellschaftsengagement. Damals hieß das Corporate Social Responsibility. Und war ein Begriff, der noch nicht so in der Schweiz noch nicht so in aller Munde war, sondern so ein upcoming Begriff. Das war ja 2012, 2013. War für mich diese Herausforderung sofort, oder mit anderen Worten, es war für mich total klar, das ist genau das, was ich jetzt als nächstes machen möchte, nämlich mit künstlerischen Prozessen, Klimafolgenforschung, Innovation und auch überhaupt die ganze Frage einer gesellschaftlichen Verantwortung weiterzuentwickeln, und Kunst ist mit am Tisch. Also schon in den ganzen Jahren vorher gewann überhaupt die Frage des Wertes im Zusammenhang mit Kunst eine große Bedeutung in meiner gesamten kuratorischen Arbeit. Über die ganze Frage, wann ist etwas nichts wert, also auch immer das Gegenteil dazu. Und dort war es natürlich sehr interessant, weil innerhalb eines so großen Unternehmens war die Herausforderung für mich, dass ich ja diese Frage Wert in den Zusammenhang auch mit gesellschaftlicher Verantwortung gestellt habe und als Kunsthistorikerin darin gar keinen Wert hatte, dass ich eine Stimme dort habe. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Das heißt, ich war nicht die klassische Beraterin, McKinsey oder andere Beratungsfirmen, sondern ich war eine Kunsthistorikerin für meine Kolleginnen und Kollegen. Und wie kann die uns denn jetzt eigentlich mit uns über den Wert unserer Arbeit, über Verantwortung, über gesellschaftliche Verantwortung eigentlich mit uns darüber diskutieren? Gerade in der Anfangszeit war das natürlich ziemlich herausfordernd bei der Mobiliar, weil eben genau diese ganzen Fragen, wer darf sprechen, wer darf nicht sprechen, wer darf eine Meinung zu etwas haben. Und dort habe ich versucht, eigentlich diesen Begriff des angewandten Kuratierens, also dass eigentlich Kuratieren auch ein Thema eröffnet, in dem eben möglich ist, dass man diese ganzen verschiedenen Bewertungen und Werte verhandeln kann, von Innovation, von Klimafolgenforschung, von Kunst, von der Bedeutung, was Verantwortung für die Gesellschaft hat, dass ich dann gemerkt habe, ich brauche Brücken, ich brauche neue Brücken, die ich vorher noch nicht hatte. Es hat nicht einfach funktioniert. Man konnte nicht einfach von einer Kunstinstitution das rüberschiffen in ein Unternehmen. Und dort habe ich dann erstmal so ein bisschen ein Slogan entwickelt, kann man fast sagen, wie so ein Motto, im Sinne von, eine Versicherung kann sehr viel versichern, aber sie kann keine fehlende Kreativität und keine fehlende Innovation versichern. Das war das eine. Und das andere war auch noch, Versicherungswelt ist ja sehr mathematiklastig, da habe ich eine kleine spielerische Formel entwickelt. V plus K ist gleich I. Verantwortung und Kreativität ist gleich Innovation.
Innovation. Und alles war hinterlegt eigentlich mit Wertebegriffen, die zueinander oszillierten. Was heißt oszillieren? Meint oszillieren, dass Kunst eben nicht einen Wert hat oder einen bestimmten Preis oder eben nur eine bestimmte Funktion, sondern dass Kunst, wenn sie gut ist, verschiedene Art von Wert auslöst, die zu verschiedenen Bewertungen und verschiedenen Bewertungskontexten führt? Also im Rahmen meiner Verantwortung gab es ja sehr viele Themen, die auch nicht sofort per se mit Kunst zu tun hatten. Damit man immer wieder diese Plattform entwickelt, wo sich eigentlich wie eine Drehscheibe, wirklich wie eine Drehscheibe immer wieder alles zusammenkommt, habe ich eine Ausstellungsreihe entwickelt, Kunst und Nachhaltigkeit. Und die war am Hauptsitz in Bern und das Direktionsgebäude dort hat einen sensationell umfangreichen, ausladendes Entree. Und dort, für diesen Ort, haben wir dann immer wieder Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Und unter anderem haben wir den Künstler Romuald Hasoumet eingeladen aus dem Benin, der damals auch in aller Munde war. Es wurde sehr viel diskutiert. Und der hat eine Arbeit, die er dort realisiert hatte, war ein abgeschnittenes Auto mit diesen alten Tanken auf dem Dach. Und die Arbeit hatte den wirklich tollen Titel Elf Rien à foutre. Also sozusagen, es beschäftigte sich mit dem Ölkonzern Aquitain, Elf Aquitain. Und der Titel sagt ja so viel wie, die kümmern sich direkt darum. Also wer kümmert sich direkt darum? Elf oder die Gesellschaft, was Elf macht? Das war so doppelbödig. Und die Mobiliar ist ja ein ganz starker Autoversicherer, unter anderem. Das heißt, diese Arbeit hat so viele Diskussionen ausgelöst und das meine ich mit oszillieren. Das heißt, wir haben erst einmal, hat er eigentlich dieser Wert, hier haben wir keinen Materialwert mehr, aber wir haben einen hohen Diskussionswert, wir haben einen hohen Wert an einer gesellschaftlichen Diskussion. Dann auch noch die Frage, er aus dem Benin in diesem althergebrachten Unternehmen, ja, was hat denn die Schweiz mit Benin zu tun und wie hängt denn überhaupt die ganze Frage der Nachhaltigkeit mit der ganzen Welt zusammen? Lass uns jetzt mal bei dem Thema Materialwert ansetzen. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel im Rahmen der Versicherung der konkrete Materialwert greifbarer ist und der ideelle Wert dagegen problematischer. Wie können wir uns aber diesen Wert changé in der Vermittlung vorstellen? Ja, ich habe ein Beispiel und leider hat die Mobiliar dort jetzt kein Werk in ihrer Sammlung, aber ich habe ein Beispiel, das ich eigentlich auch in Workshops oder auch in Vermittlungsformaten immer wieder auch nutze. Und zwar ist das eine Arbeit, die ist von Jeff Koons und heißt Hulk. Also es ist ja eine ganze Serie, er hat mehrere Hulks gemacht. Diese Arbeit heißt jetzt Hulk's Friends, weil hier auf dem Hulk auch noch diese kleinen Freunde drauf sind. Und diese Arbeit ist ganz fantastisch, um genau diesen Aspekt des Wertes aus ganz unterschiedlichen Dimensionen zu sehen. Weil die ist ja übermannsgroß und sieht aus wie eine aufblasbare Skulptur, wie eine Schwimmbadskulptur. Und wenn man jetzt darüber spricht, ja, das ist ein amerikanischer Künstler, und das ist eine Skulptur, die kostet 3 Millionen. Dann sind alle schockiert und lachen und sagen, hahaha, aufblasbare Skulptur, 3 Millionen, das kann doch nicht wahr sein. Dann sagst du, ja, aber es ist Bronze. Bronze, also das heißt, es ist wirklich ein Material, das wieder eine Bewertung hat, eine höhere Bewertung als aufblasbares Plastik. Und jetzt wird es interessant. Wir sprechen ja noch nicht darüber, über den Künstler Jeff Koons, der natürlich ein sensationell kluges Konzeptwerk hier geschaffen hat, sondern über etwas, was ich immer wieder sehr interessant finde. In dem Moment, wo das Publikum oder die sich damit beschäftigen, erfahren, dass es Bronze ist, rudern sie zurück
Das heißt, der Wert steigt, aber ich habe dann gemerkt, in den Gesprächen, dass das nur oberflächlich ist. Das heißt, so diese wahre Bewertung von dem, was das ist, also dass ich wirklich sage, oh, das ist mir etwas wert, das ist nicht nur ein Wert der 3 Millionen, sondern das ist gerechtfertigt, das ist sinnvoll, das schätze ich. Das ist dann noch lange nicht gegeben, nur weil es Bronze ist. Und das finde ich so interessant auch in der Kunstvermittlung, weil dort haben wir eine ganz große Möglichkeit eigentlich an die ganzen Abwehrmechanismen und an die ganzen Vorurteile eigentlich ranzukommen, um eigentlich zu sehen, ja, wie hat das eigentlich, oder woran liegt es eigentlich, dass Menschen doch sehr früh ein Wertesystem oder viele Menschen ein Wertesystem aufbauen, indem sie sagen, das ist etwas wert für mich und das nicht. Warum ist das so? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich gelingt, eine neue Bewertung einer solchen Skulptur auch zu erarbeiten, wenn die richtigen Fragen gestellt werden. Das heißt, wenn man nicht bei diesen, das sind ja alles, was du gerade beschrieben hast, sind ja alles Shift-Prozesse, ne? Also er shiftet aus der Popkultur, shiftet er es in die Kunstkultur, shiftet er es in die Freizeitkultur, shiftet er es wieder in die Kunstgeschichte hinein. Also das heißt, wir haben eigentlich dann eine mehrdimensionale Vorstellung von dem, was da die ganzen Protagonisten, die da eigentlich indirekt mitspielen. Und wenn es in der Kunstvermittlung nicht gelingt, dort tatsächlich richtig hinzuhören, was die Leute sagen, ist es nicht möglich, die Vorstellungen zu verändern, ob das was wert ist oder nicht. Das klingt ein bisschen überspitzt, ist aber eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Liebe Dorothea, es war sehr aufschlussreich. Ich danke dir.